All right. So we have been studying the book of Matthew. Wir haben das Buch von Matthäus And näher kennengelernt. we have been studying the chapter 10, the names of the disciples. Und haben im Kapitel 10 die Namen von den Jüngern uns näher angeschaut. So we spoke about the meanings of the names of the disciples. Wir haben über die Bedeutung der Namen gesprochen. And I don't know how many of you were here last week, how many of you that weren't here have been listening or thinking about this. I hope that has brought some blessing to you. Ich weiß nicht, wie viele von euch hier waren, wie viele von euch das gehört haben, aber ich hoffe, dass es euch gesegnet hat. But that's only one part of why Jesus chose whom he chose. Aber das ist nur ein Teil, warum Jesus die Leute auserwählt hat, die er eben auserwählt hat. So he chose them, and they had names, and when you put the meaning of these names together, it means so much. It reveals the plan of God for the whole world. Wir haben Namen, wenn du die Namen und die Bedeutung zusammenfügst, dann hat es so eine große Bedeutung für die ganze Welt. But also, Jesus had a plan, not only for them, but a plan that was starting with them, and it was going to affect the whole world. Aber Jesus, abgesehen davon hatte Jesus einen Plan nicht nur für sie, sondern einen Plan, der mit ihnen startete und in die ganze Welt übergegangen ist. Now, we know Peter, we know Andrew, we know John, we know James. They were all fishermen. Und wir kennen die ganzen Jünger, die waren alle Fischer. Not all of them. Die gerade, also ich konnte den Namen nicht merken. Peter, Petrus, Andreas, Andreas, James, and John. Jakobus und Johannes. Now, that was not an uncommon job. Das war jetzt nicht ein außergewöhnlicher Job. There were many fishermen in the world. Es waren viele Fischer in der Welt. In the village they lived, there were many fishermen because that's what Im most Dorf, of in the dem people sie did. gelebt haben, weil es eben am Wasser war, waren auch ganz viele Fischer. But the name of these 4 fishermen has become eternal. Aber die 4 Namen dieser Fischer wurden ewig. Everyone remembers Peter. Jeder erinnert sich an Petrus. Now, a lot of people that fished did a lot of good things. Viele Menschen, die, also viele Fischer kannten viele andere Menschen. Did a lot of good things. They did good things. Die haben viele gute Sachen gemacht. But they have not become eternal. Aber die sind nicht ewig. Oder deren Namen sind nicht ewig. So it's not a good thing that makes your name eternal. Das sind nicht gute Taten, die deinen Namen ewig machen. But actually them, Verewigen. but these guys obeying what Jesus did, following Jesus, that made it so that their names have remained so far. Was diese Jünger oder die Namen dieser Jünger verewigt hat, war, dass sie Jesus gehorsam waren, und ihm nachgefolgt. No, I have traveled the world in many countries, and I have never had anyone come up to me and say, Peter was a terrible person. Ich bin sehr viel rumgekommen in der Welt und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, Petrus war ein schrecklicher Typ. Or John was a terrible person. Oder Johannes war eine schlimme Person. You know, Che Guevara was a very famous person. Ihr kennt Che Guevara, war eine sehr berühmte Persönlichkeit. Some people think he's a bad person, and some people think he's a good person. Manche halten ihn für eine gute Person und manche für eine schlechte.
Chairman Mao of China, many think he was good and many think he was terrible. Chairman Mao aus China, auch der war für manche gut und für manche schlecht. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, same thing. Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela auch genau dasselbe. Manche fanden die gut und manche nicht so gut. But I have never met anyone that says, look, John was a bad person. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, pass auf, der Johannes, der ist ein schrecklicher Typ oder ein schlechter Typ. So not only Jesus gave them names that made them eternal, but they became known as symbols of what is good. Nicht nur, dass Jesus ihnen den Namen gegeben hat, Jesus hat ihnen aber nicht den Namen gegeben. A name. Also quasi nicht nur, dass sie durch Jesus den Namen gemacht haben, den guten Namen gemacht haben, sondern Yeah, Jesus didn't only give them a name, but if they were remembered always in goodness because of what he called them into. Man erinnert sich an diese Jünger immer positiv, weil wegen ihrer Berufung. And so today I want to talk about this. Und heute möchte ich über Folgendes reden. I want to talk about why Jesus called us. Ich möchte darüber sprechen, warum Jesus uns berufen hat. He didn't just call us because he wanted us to find out the meaning of our life. Hat uns nicht nur berufen, damit wir die Bedeutung unseres Lebens herausfinden. And the names that we looked at was the meaning of their lives. Und die Namen, die wir uns angeguckt haben, war die Bedeutung ihrer Leben. But Jesus called them to send them out. Jesus hat sie berufen, um sie auszusenden. He said he called them and gave them authority over all diseases. Das heißt, er hat sie berufen und ihnen die Autorität gegeben über alle Dinge. Because he wanted them to go out actually. Denn er wollte, dass sie ausgesandt werden. Jesus could have given them authority over sicknesses. Jesus konnte ihnen eine Autorität geben über die Krankheiten. And releasing people from, casting demons out. Und als Dämonenaustreiber. And say, now I give you this authority, I give you this authority. Ich gebe dir die Autorität oder jene Autorität. And whenever sickness came into you, throw it out. Und immer wenn eine Krankheit zu dir kommt, kannst du es rausschmeißen. If demons come to you, kick it out. Wenn Dämonen in dich hineinkommt, kannst du es rausschmeißen. Keep it for yourself. Die Autorität. Behalte die Autorität für dich selbst. That's an option. Das wäre eine Option gewesen. But we know that's not what Jesus called them to. Aber wir wissen, dass es nicht das ist, wofür Jesus die berufen hat. Imagine, as a father, I give my son some money. Stellt euch mal vor, als Vater gebe ich meinem Sohn Geld. He takes it Er nimmt es and he can hold on to it. und er kann es behalten. He can use it for whatever he Und wants. er kann es für das benutzen, wofür er es benutzen möchte. And no one thinks there is anything wrong with it. Und keiner würde denken, da stimmt irgendwas nicht. But when we talk about Jesus, Aber wenn wir über Jesus sprechen, if we say Jesus gave somebody money, wenn wir sagen, Jesus hat jemandem Geld gegeben, gave somebody a business, jemandem Geschäft gegeben, gave somebody success, jemandem Erfolg gegeben, gave somebody a very important position, jemandem eine wichtige Position gegeben, gave somebody a church,
oder jemandem in die Kirche gegeben or gave somebody an important authority like healing the sick, gift of some sort, prophetic or whatever. oder eine Autorität über Prophetie oder. We never think that person can hold on to it for himself. Wir denken nie darüber, oder wir denken nie daran, der kann es für sich behalten. Agree? Raise your hand if you agree. Gib deine Hand, wenn du einverstanden bist. Imagine if somebody said, Jesus gave me money and told me all of it for you. Don't give it to anybody. Stellt euch mal vor, Jesus gibt euch Geld und sagt, alles ist für dich, gib keinem was davon ab. You will see lots of poor people, you will see a lot of hungry people, do nothing for them. Du wirst viele arme Menschen sehen, du wirst viele hungrige Menschen sehen, aber mach nichts für sie. Everyone would be like, what? That's not Jesus. Jeder würde denken, das hört sich nicht nach Jesus an. True? Das war It's because we know Jesus called us not that we benefit. Wir wissen, dass Jesus uns nicht berufen hat, damit wir davon profitieren. I'm a good teacher. But that we can be blessed and bless others with. Hat uns das gegeben, damit wir gesegnet sind und andere damit segnen. And today I want to challenge you to this. Und heute möchte ich euch challengen oder herausfordern. Today I was speaking with Amir. Heute habe ich mich mit Amir unterhalten. I said, Amir, how much money do you want? Und ich habe Amir gefragt, wie viel Geld möchtest du haben? How much money do you want that with that then you say, I will not work anymore? Wie viel Geld musst du haben, damit du sagst, ich werde gar nicht mehr arbeiten? He said, enough to buy a house with a garden, Genug, so dass ich ein Haus mit Garten habe, a good car, ein gutes Auto and be able to have enough money that I don't have to worry. Und so, dass ich genug Geld habe, damit ich keine Sorgen habe. And then I said, after that, you are not allowed to work. I give you all of that, but no more. You cannot work anymore. You cannot make money. Ich würde dir das alles geben, aber danach darfst du nicht mehr arbeiten und kannst gar nichts mehr machen. Now, what would you like to do with the rest of your life? Was würdest du gerne mit dem Rest deines Lebens machen? And he said, oh, I love gardening. Und er sagte, ich liebe es zu gärtnern. I also love taking care of dogs that are stray dogs, street dogs. Und ich mag mich um die Straßenhunde zu kümmern. And I love helping people with drug addiction. Und ich liebe es, Menschen zu helfen, die mit Drogen quasi kämpfen. Because Mit Süchten. I know that. I was one of them. Denn ich kenne mich damit aus, ich war einer von denen. I said, then why don't you start now? Und dann fragte ich ihn, warum fängst du denn nicht jetzt schon damit an? He said, I don't have enough money. Ich habe nicht genug Geld, sagte er. I am new in this country. Ich bin neu in diesem Land. I have to do a lot to achieve somewhere stable. Ich muss sehr viel machen, damit ich etwas erreiche. I said to him, can you take 2 pots and plant something in 2 pots? Do you have enough time and finances for 2 small pots to plant vegetables? Hast du so viel Geld Und Zeit. und Zeit, dass du einfach mal 2 große Blumentöpfe nimmst und da was einpflanzt? He said, yes. Da sagst du ja. I said, why don't you do it now? Warum fängst du nicht damit an? Can you take care of 1 little street dog? Kannst du dich um einen Straßenhund kümmern?
said, yes. Ja, Why don't you do it then? warum machst du es dann nicht? Can you go help one person with drug addiction with buying some tea or coffee and spend some time with them? He said, yes. Kannst du jemanden suchen, der eben drogensüchtig ist und mit ihm Zeit verbringen, einfach mal einen Kaffee trinken oder Tee? Er sagte, ja. He said, yes. I said, why don't you start now? Warum startest du nicht jetzt? I believe the enemy comes and lies to each one of us. Ich glaube, dass der Feind kommt und zu jedem von uns anlügt. And says, when you achieve certain status, then you can do give all of your resources to ministry. Und er sagt zu dir, wenn du das alles erreichst, was du dir quasi vorgenommen hast, dann kannst du mit deinem Dienst anfangen. Then you can do something really big. Dann kannst du was Großartiges tun. But now it's very important. Pay attention to yourself only. Aber jetzt ist es wichtig, dass du nur auf dich achtest. Build what you want only. Bau auf, was du für dich aufbauen möchtest. But that's not guaranteed. Aber es gibt keine Garantie. What if I don't achieve that big thing I want to achieve? Was, wenn ich das große Ding, was ich aufbauen möchte oder erreichen möchte, erreichen darf? What if I die before I achieve that? Was, wenn ich sterbe, bevor ich das überhaupt erreichen kann? And then I have missed out on loving other people like I have loved you. Und dann habe ich es verpasst, anderen Menschen Liebe zu geben. Imagine if I would have said, look, I'm trying to build an investment company and I'm really busy. Stellt euch mal vor, wenn ich erzählen würde, ich bin gerade dabei, eine Firma aufzubauen und ich bin richtig beschäftigt. And I love the body of Christ. I love people. Ich liebe Leib Christi, ich liebe die Menschen. But now I want to do this so I can give a lot to them. Aber ich muss das jetzt alles tun, ich muss mich da rein investieren, damit ich dem Leib Christi quasi was geben kann. Then I can give really big. Dann kann ich was richtig Großartiges geben. Then I wouldn't have been able to hug you as many times as I have hugged you. Dann hätte ich nicht die Möglichkeit, dich in den Arm zu nehmen, so oft in den Arm zu nehmen, wie ich das mache. I would not have been able to spend time with each one of you. Ich hätte nicht die Möglichkeit, so viel Zeit mit euch zu verbringen. I would not have been able to have a beautiful sister from Kazakhstan. Ich hätte nicht die Möglichkeit, so eine wunderbare Freundin aus Kasachstan zu haben. Sister! Schwester. Nicht treu übersetzen. Yeah. Don't miss out what God has called you. Verpasse nicht das, wofür du berufen bist. It may not be as big as you want. Vielleicht ist es heute nicht so groß, wie du es gerne hättest. But who cares? Aber hey, wen kümmert's? Who cares if you can do something so big or not? Wen kümmert's, ob es so groß ist oder nicht? Who cares if it is so perfect or not? Ob es perfekt ist oder nicht? Can you do what the kids did? Can you do what the children did to them? Könnt ihr das machen, was die Kinder hier vorne gemacht haben? Can you just be crazy for God and do something like that? Kannst du einfach verrückt sein für Gott und das tun? Also das, was die Kinder gemacht haben? It's beautiful. Das ist wunderschön. I said to Yahusha, I love a small church because we can do this. Sie sagte zu Jerusha, ich liebe kleine Kirchen, weil wir eben die Möglichkeit haben, sowas zuzulassen. The kids can have the freedom. Die
Die Kinder können die Freiheit haben. At the same time, I know it's hard for everybody else to want to worship when the rhythm is not there. Gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass es hart ist, Lobpreis zu machen, wenn der Takt nicht da ist. But that was beautiful. Aber es war wunderschön. And I enjoyed it. Und ich hab's genossen. And I felt the Lord saying, Afshin, today I have entrusted them to your hands. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, heute habe ich sie euch anvertraut. And they want to serve me. Sie wollen mir dienen. Would you help them develop that? Würdest du ihnen helfen, es zu entwickeln? Now, today I have absolutely no expectation from them. Heute habe ich gar keine Erwartungen von ihnen. But imagine if these guys are all 20, 25 years old. Aber stellt euch mal vor, diese kleinen Jungs und Mädels sind 20, 25 And they have been in the church every week from now till they are 20 to 25 Die years werden old. von heute an, bis sie 20, 25 sind, in der Kirche sein. And when they are 25 years old, they're still playing the same way. Und wenn sie 25 Jahre alt sind, dass sie genau so spielen wie heute. That time it's not going to be so sweet anymore. Das wird nicht mehr so süß sein. It's not going to be so nice anymore. Das ist nicht mehr so gut. Today, as a pastor and as a church, we have to give them freedom to do this. Heute als Pastor und als die Kirche müssen wir ihnen die Freiheit geben, das zu tun. But we also need to help them become better at it. Aber wir müssen ihnen helfen und ihnen die Möglichkeit bieten, darin besser zu werden. So that one day they can get the best out of themselves. Sodass sie eines Tages das Beste aus sich herausholen. And I felt the Lord saying this to us. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott es zu uns sagt. I receive you as you are. Ich empfange euch so, wie ihr seid. And I give you freedom to minister in my kingdom, even when you are making mistakes. Und ich gebe euch die Freiheit, zu dienen in meinem Königreich, auch wenn ihr Fehler einbaut. But at the same time, I want you to walk with my spirit and learn how to get better at it. Aber gleichzeitig möchte ich, dass ihr in meinem Geist wandelt und besser darin werdet. Because God called us not only to Himself, Denn Gott hat uns nicht nur für sich selbst oder zu sich selbst berufen. He didn't call us only for ourselves. Hat uns nicht nur für uns selbst berufen. He called us because He wanted us to reach out to Him. Hat uns berufen, weil möchte, dass wir eben reach out. So we can come to Him. So dass wir zu ihm kommen können. And we can see His heart and understand His So dass wir sein mind Herz for us. sehen und verstehen können. And then we can be sent out. Dann können wir aussenden oder ausgesandt werden. So we can go out and do the same thing. So dass wir rausgehen können und dasselbe für die anderen tun. After the names are finished, it says, Nachdem die Namen, also nach die ganzen Namen, die da vorgeführt sind, Jesus says in chapter 10, verse 8, these 12 Jesus sent out, instructing them. Diese 12 hat Jesus ausgesandt und ihnen die Autorität gegeben. And He sent them out firstly to the Vollmacht Jews, gegeben. Hat sie ausgesandt zu den Juden and then said, right now is the time for the Jews. und hat gesagt, jetzt ist die Zeit für die Juden.
And this is really interesting that we have our first missionary that went out of here went to Israel. Und das ist interessant, dass die erste, die hier rausgegangen ist, so als Missionarin, ist nach Israel gegangen, die Marie. I want to encourage you. Ich möchte euch ermutigen, Just for your life. nur für euer Leben. Remember the heart of God for His people, the Jewish people. Erinnert euch an das Herz Gottes für die Juden, für sein Volk. To love them, to pray for them, Sie zu lieben, für die zu beten and for all your neighbors, for all your friends, for all your family. und dann für all eure Nachbarn, eure Familien und so weiter. Allow God to send you out wherever He wants. Erlaube Gott, euch auszusenden, wo auch immer er euch aussenden möchte. Please don't wait. Bitte wartet nicht. The disciples, Die Jünger, they did not finish their training first. sie waren nicht erst austrainiert. The training was not finished. Ihr Training war nicht zu Ende, als sie ausgesandt worden sind. Jesus is still trusted. Jesus hat ihnen aber vertraut. Would you trust yourself Würdest du dir selbst vertrauen, to go out as a minister of Jesus? um rauszugehen als Jesu Diener? Do you? How many of you trust yourself today to go out of here as a minister of Jesus Christ to the end of the world? Wie viele von euch haben Vertrauen in sich selbst, heute ausgesandt zu werden, raus in die Welt als seine Diener, als seine Missionare? We all need to feel that. Wir müssen alle so fühlen. I don't trust me, Ich vertraue nicht mir, but I trust God that has chosen me. aber ich vertraue Gott, der mich auserwählt hat. And that is a safe place. Und das ist ein gesicherter Ort. Because if I trust me, I don't need God anymore. Denn wenn ich mir vertrauen würde, brauche ich Gott nicht mehr. But I trust that He chose me. Aber ich vertraue, dass er mich auserwählt hat. Apparently He knows better than I do. Und anscheinend weiß er besser als ich. And He knows all my mistakes, my failure. Und er kennt all meine Fehler, all meine Weaknesses. Schwächen. And still He chose. Und trotz all dem hat er mich auserwählt. So I want to say this to you. Und das möchte ich euch sagen. If today you are not living what God has for you, Wenn du heute nicht das lebst, was Gott für dich hat, it's not because you are not ready. es hat nicht unbedingt damit zu tun, dass du nicht bereit bist. It's not that you don't know enough. Es hat nichts damit zu tun, dass du nicht genug weißt. It's not because you don't have enough resources. Nichts damit zu tun, dass du nicht genug Ressourcen hast. It has to do with the fact that you believe the lie that Satan has given you. Das ist aus dem Grund, dass du den Lügen des Satans glaubst. That says, later, later. Das sagt später, später. Maybe you cannot do the big thing you want. Vielleicht kannst du nicht das große Ding aufbauen, was du aufbauen möchtest. But you can do something small. Aber vielleicht kannst du was Kleines tun. You can take one step. Du kannst einen ersten Schritt oder einen Schritt gehen. Will you make that one step? Bist du bereit, diesen Schritt zu gehen? Will you make that one pot of vegetable or plant to grow? Willst du nur diesen einen Blumentopf bepflanzen?
will you take care of that one dog that needs? I'm not talking about animals, I'm just talking about the vision you have, the love that you have. Würde sie sich um den einen Hund, ich spreche jetzt nicht von Tieren, sondern die Vision, die jeder für sich hat. Das war ja das, was Amir gesagt hatte. I want you to ask yourself, if you had enough money, Ich möchte, dass du dich selbst fragst, wenn du genug Geld hättest, when you are not worried about any more money, wenn du nicht mehr Sorge hast ums Geld, and I say, okay, now you have that, you cannot work anymore, you cannot make any more money, und wenn ich dir sagen würde, du hast jetzt genug, du darfst nicht mehr arbeiten, what will you do with the rest of your life? was würdest du mit dem Rest deines Lebens tun? If you see you only want to do things for yourself, you will see your selfishness. Wenn du siehst, dass wenn du genug Geld hast, dann würdest du nur die Sachen tun, die dir gut tun oder für dich sind, dann wirst du sehen, wie viel selbstzentriert du bist. You will see that you are a taker, not a giver. Du wirst sehen, dass du quasi jemand bist, der nimmt und nicht ein Geber. And the disciple is always a giver, not a receiver. Also du bist quasi dann ein Empfänger und keiner, der gibt oder der sendet. Yeah. So this is a very good question that I want to send you home with. Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich euch nach Hause schicken möchte. Check what you want to do. Schau, was du machen willst. Ask the Father Frag den Vater, what He chose you for. wofür er dich auserwählt hat. What Jesus has planned for you. Was hat Jesus für dich geplant? And take small steps every single day toward those things. Und mach jeden Tag kleine Schritte an diesem Ziel näher zu kommen. This, I don't know if I sent it or not, but I think we now have a deal to buy a house in Israel. Jetzt haben wir die Möglichkeit bekommen, dieses Haus, dieses Gebetshaus in Israel zu kaufen. And we're going to have a Cyrus house in Israel. Wir werden ein Cyrus-Haus in Israel haben. And we want to go there, we want to bless the land. Wir werden da hingehen, wir werden das Land segnen. But I tell you something, if you want to go somewhere that is beautiful as a tourist, even Israel is a wonderful place. Wenn du als Tourist irgendwo hingehen möchtest, zu einem schönen Ort, Israel ist wirklich ein schöner Ort. Because it has so much history, Es hat so viel Geschichte, there is so much spirit in the land. so viel Geist, also so ein riesen Geist auf diesem Land. There's Amir says that everyone has got a story there. Jeder Mensch hat eine andere Geschichte da. Also es ist keine zwei, die dieselbe Geschichte haben. And I told the owner, I want to buy this house. Und ich habe dem Eigentümer gesagt, ich möchte dieses Haus bauen. And she said to me, okay, I sell it to you. I said, how much? Und sie sagte, ja, ich verkaufe es dir, und ich fragte, wie viel? It's about 770,000. Ungefähr 770.000. Yeah. Then I said, hey, would you do it for 700? I like number 7. And she said, yeah. Ich habe gefragt, würdest du es auch für 700 verkaufen? Ich mag die Zahl 7. Yeah, and she said, okay, no problem. Sie sagte, okay. I said, will you pay all the cost, the makler cost, the realtor, this, that? She said, yes. Würdest du die ganzen Nebenkosten zahlen? Sagte sie, ja. I said, great, I'll buy it. Dann habe ich gesagt, super, ich kaufe es. And I have only one more problem. Ich habe nur ein einziges Problem. I don't have the money. Ich habe das Geld nicht. I want it though. Aber ich möchte es haben. I have $10,000. Ich habe $10.000.
And I can give that right now to you. Und das kann ich direkt abgeben. She said, okay. Sie sagt, okay. I make small steps toward the goals that God has. Ich mache kleine Schritte, um dem Ziel, das Gott für mich hat, näher zu kommen. Every day when I walk around, I look at a bottle on the street. I say, hey, there is some deposit money there. I take it. That's for that house. Jeden Tag, wenn ich irgendwelche Flaschen rumliegen sehe, nehme ich es mit, Pfandflaschen, damit ich Stück für Stück Geld sammle für das Haus. When I go around, I see some medals on the street. I collect them, bring them to my yard, and then later on I return it and I make some deposit. I said, that's for it. Immer wenn ich irgendwo Metallstücke sehe, sammle ich die und dann verkaufe ich die und das Geld nehme ich eben dafür. Small steps. Kleine Schritte. Please, have a big vision you don't have resources for. Ihr müsst große Visionen haben, für die ihr eigentlich nicht ausreichend Ressourcen hättet. That when you do it, no one is going to say, oh, he's very clever. He did it by himself. Dass wenn ihr es erreicht, keiner sagen kann, oh, er hat es getan, er ist so schlau. But when you do it, everyone says, God was with you. Sondern dass die sehen und sagen, Gott war mit ihnen. Gott hat diese Schritte It gesegnet. was a miracle. Das war ein Wunder. Today, for the first time, I looked at the details of that house. Heute habe ich mir die Daten zu dem Haus detailliert angeschaut. And today I found out the number for the lot is number 75. Nein, Samine. Ja. Die Grundstücksnummer, was ja Flurstück oder so heißt, glaube ich, hat die Nummer 75. And we're buying it this year. Und wir kauften es ja dieses Jahr. And this year is the 75th year of the anniversary of existence of Israel. Und heute, dieses Jahr ist das 70. Jahr seit der Gründung von Israel. It's crazy, yeah? Do something with your life that everyone will know God was with you. Tu etwas mit eurem Leben, sodass jeder sehen kann, das war Gott, der es geführt hat. And you were with God. Und du warst mit Gott. With that on. Und damit möchte ich beenden. Father, we say thank you. Vater, wir sagen danke. Thank you that you called us to yourself. Danke, dass du uns berufen hast und wir berufen hast zu dir, zu dir. And thank you that you called us for a plan and a purpose. Danke, dass du uns berufen hast für einen Plan, für einen Zweck. So that we may be sent out. So dass wir aussenden. And that we can live that plan that you have. So dass wir ausleben können den Plan, den du für uns hast. We bless you, Father. Wir segnen dich. And we are grateful that you have chosen. Und wir sind dankbar, dass du uns ausgewählt hast. Help us to be faithful to you. Helfe uns, treu zu sein gegenüber. In Jesus' name. In Jesu Namen. Now, I want you guys to pray about the house in Israel Ich möchte, dass ihr alle über das Haus in Israel betet. and see if you want to partner with that. Und schaut, ob ihr eine Partnerschaft haben wollt. If you want to invest something in there, whether it is going there painting, whether it is giving some money toward it, whatever you want. Ja, was auch immer es ist. Ob ihr da hingehen wollt und ein bisschen bei der Renovierung helfen wollt oder ein bisschen Geld dazu geben wollt. Or you want to, with me, collect medals and other things that we can return. Oder wenn ihr mit mir Pfandflaschen und Detail sammeln wollt.
It doesn't matter. Ist völlig egal. It's awesome to walk together to do another Cyrus house, Es ist wunderschön zusammen ein anderes Cyrus-Haus aufzubauen. especially in the Holy Land. Ganz besonders in einem Heiligen Ort. Bless you guys. Bye-bye. Next week. Alles klar. Uh,